Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es wieder das schnelle Sonntagsrezept, aber diesmal doch ein klein bisschen anders. Denn ich wurde von Simals Kitchen nominiert, ein Gericht mit Kartoffeln und Zwiebeln zu machen. Und was gibt es da naheliegenderes als leckere Bratkartoffeln mit lecker gebratenen Zwiebeln? Wie ihr die richtig schön knusprig kriegt, das zeige ich euch heute. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das Rezept braucht ihr heute kalte Pellkartoffeln, eine halbe Gemüsezwiebel, 3 Eier mit etwas Kondensmilch. Gewürzt wird mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß. Bei uns gibt es noch eine Scheibe Leberkäse dazu, der muss aber nicht sein. Ich nominiere für diese Challenge Koch echt, Kochen mit Alexander und Markus und Co. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei mitmacht. Als erstes schneiden wir unsere kalten Pellkartoffeln in etwas dickere Scheiben. Die Scheiben, die sollten nicht zu dünn sein, da sie euch sonst in der Pfanne beim Braten zerbrechen. Die Gemüsezwiebel, die schneiden wir in ganz feine, dünne Streifen. Die Streifen sollten so dünn wie möglich sein, da sie erst kurz vorm Schluss in die Pfanne kommen und ja auch mit garen sollen. Jetzt schlagen wir die 3 Eier auf und geben die Kondensmilch dazu. Jetzt würzen wir mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß. Nun verquirlen wir die gewürzte Eimasse mit einer Gabel, damit wir schön Luft in die Masse bekommen. So wird die Masse schön fluffig. Als nächstes geben wir Öl in eine Pfanne und erhitzen es auf mittlerer Hitze. Ich nehme hier Rapsöl, da es sehr gut passt, weil es geschmacksneutral ist. In das erhitzte Öl geben wir dann unsere in Scheiben geschnittenen Pellkartoffeln. Die Kartoffelscheiben sollten jetzt gut in der Pfanne verteilt werden, damit sie nicht übereinander liegen. Die Kartoffelscheiben würzen wir jetzt erstmal mit reichlich Salz. Kartoffeln können wirklich immer viel Salz vertragen. Pfeffer nach Geschmack. Und Paprika edelsüß. Nach dem Würzen alles einmal gut miteinander verrühren, damit sich die Gewürze auch überall gut verteilen können. Danach die Kartoffeln wieder schön in der gesamten Pfanne verteilen. Wenn sie von der einen Seite schon schön braun und kross geworden sind, wird es Zeit zu wenden. Ich mache das hier mit 2 Gabeln, da es deutlich einfacher ist und die Kartoffelscheiben dadurch auch weniger zerfallen. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Kartoffeln nicht so sehr übereinander liegen, denn nur so bekommt ihr sie schön kross und braun. Wenn die Kartoffeln von der ersten Seite schön kross gebräunt sind, gebe ich die in feine Streifen geschnittene Zwiebel dazu. Die Zwiebeln verteile ich dann einmal großzügig in der Pfanne. Und jetzt wird die Pfanne häufiger geschwenkt, bis die Zwiebeln auch eine schöne braune Farbe bekommen haben. Man sollte jetzt nicht mehr so viel rühren, sondern öfter schwenken. Sonst zerbrechen die Kartoffeln sehr leicht. Wenn die Kartoffeln und Zwiebeln schön kross und braun gebraten sind, dann geben wir die angerührte Eimasse mit dazu. Das Ei jetzt erst einmal stocken lassen und nicht direkt umrühren. Denn wenn man jetzt von Anfang an ständig rühren würde, wird das Ei ganz krümelig und hat keine so schöne Konsistenz. Wenn das Ei richtig schön gut am Boden gestockt ist, dann kann man es mit einer Zange ein bisschen zerreißen und leicht verrühren. So bleibt das Ei später schön kompakt um die Kartoffeln und ist nicht so krümelig. Jetzt nicht mehr zu lange braten lassen, sonst wird das Ei zu trocken. Jetzt das Ganze einfach auf einen Teller servieren und genießen. Bei uns gibt es diesmal noch eine Scheibe Leberkäse dazu. Ich finde, das passt hervorragend zu Bratkartoffeln. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!